Im Jahr 1928 besaß ein durchschnittlicher amerikanischer Arbeiter vielleicht ein paar $100 auf seinem Bankkonto, ein kleines Haus im Wert von wenigen $1000 und vor allem ein festes Vertrauen in die Zukunft. Die Wirtschaft wuchs, die Börse erreichte neue Höchststände und selbst einfache Menschen glaubten, der soziale Aufstieg sei nur eine Frage der Zeit. Nur ein Jahr später war all das verschwunden. Die Ersparnisse waren verloren, das Haus hatte die Hälfte seines Wertes eingebüßt und der Arbeitsplatz existierte nicht mehr. Banken schlossen über Nacht, Unternehmen gingen bankrott und ein System, das gestern noch als unerschütterlich galt, zerfiel innerhalb weniger Monate. Doch nicht alle verloren alles. Sein Nachbar, ein einfacher Farmer, der Konserven eingelagert und Saatgut aufbewahrt hatte, überlebte die große Depression nicht nur, er nutzte sie. Während andere verzweifelten, kaufte er Land für einen Bruchteil des früheren Preises. Nicht die Welt hatte sich verändert, sondern das, was in ihr noch Wert besaß. Wenn Geld seine Bedeutung verliert, wenn Löhne wertlos werden und Banken ihre Türen schließen, verschiebt sich das gesamte System. Plötzlich wird wichtig, was zuvor als banal galt. Und das, was als sicher erschien, verliert seinen Wert. Die Geschichte folgt dabei immer demselben Muster. In jeder großen Krise gab es Dinge, die Menschen retteten, obwohl sie zuvor kaum Beachtung fanden. Was in stabilen Zeiten trivial wirkte, wurde in Momenten des Zusammenbruchs zu einem Überlebensfaktor. Diese 12 Dinge betrachten wir heute, nicht als Vorhersage, sondern als historische Lektion. Erstens, Saatgut. In der Sowjetunion der 1920er Jahre, als die Landwirtschaft durch politische Eingriffe zerstört wurde, war eine Handvoll Weizensamen wertvoller als Gold. Gold kann man nicht essen. Saatgut hingegen bedeutet Nahrung, nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Ein einziges Korn kann hunderte neue hervorbringen. Während der großen Depression tauschten Bauern Saatgut gegen Werkzeuge, Kleidung oder Land. Wer produzieren konnte, überlebte. Wer nur konsumierte, war abhängig. Zweitens, Brennstoff. Wenn Heizungen ausfallen und Winter kommen, wird Brennstoff zur härtesten Währung. In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg rissen Menschen Holzbalken aus Ruinen, verbrannten Möbel und Bücher. Während der Blockade von Leningrad starben Hunderttausende nicht nur an Hunger, sondern an Kälte. Brennstoff bedeutete Leben. Wer ihn hatte, konnte handeln. Wer keinen hatte, fror. Drittens, Medikamente und medizinische Grundlagen. Während des Zerfalls Jugoslawiens tauschten Menschen Schmuck gegen Antibiotika. In Venezuela verschwanden Medikamente vollständig aus Apotheken. Krankheiten, die früher behandelbar waren, wurden tödlich. Der Wert lag nicht nur im Medikament selbst, sondern im Wissen, es richtig anzuwenden. Viertens, Werkzeuge ohne Strom. Elektrizität ist bequem, bis sie verschwindet. Während der großen Depression besaßen viele Familien noch handbetriebene Werkzeuge. Diese funktionierten unabhängig von Infrastruktur. Wer Wasser pumpen oder Nahrung verarbeiten konnte, hatte Kontrolle. Und Kontrolle ist in Krisenzeiten entscheidend. Fünftens, haltbare Lebensmittel. Konserven entschieden in Sarajevo, in der Sowjetunion und in vielen anderen Krisen über Hunger oder Überleben. Lieferketten können jederzeit zusammenbrechen. Ein gefüllter Keller ist dann wertvoller als jedes Bankkonto. Sechstens, Alkohol und Tabak. In fast jeder Krise entwickelten sie sich zu Tauschmitteln. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Zigaretten in Deutschland eine inoffizielle Währung. Die Nachfrage bleibt konstant, unabhängig von Inflation oder Zusammenbruch. Siebtens, sauberes Wasser. Ohne sauberes Wasser gibt es kein Leben.
Tragbare Filter retteten Menschen in Kriegs- und Katastrophengebieten. Ein einfacher Filter kann in einer Krise unbezahlbar sein. 8. Batterien und alternative Energie. Licht bedeutet Sicherheit, Information und Hoffnung. In Stromausfällen wurden Batterien zu begehrten Gütern. Wer Energie speichern oder selbst erzeugen konnte, war im Vorteil. 9. Edelmetalle in kleinen Einheiten. Große Barren sind unpraktisch. In Krisen zählten kleine Münzen, Schmuckstücke, Silber. Ihr Wert liegt in der universellen Akzeptanz. 10. Fähigkeiten. Handwerker, Ärzte, Mechaniker waren in jeder Krise gefragt. Wissen und Können verlieren nie ihren Wert. Fähigkeiten sind die stabilste Währung der Geschichte. 11. Kleine Luxusgüter. Kaffee, Schokolade, Seife, Dinge ohne Überlebensfunktion, aber mit psychologischem Wert. Menschen suchen auch in Krisen nach Normalität. 12. Gemeinschaft und Vertrauen. Die stärksten Überlebenden waren nie Einzelgänger. Netzwerke, Nachbarschaften und Vertrauen retteten Leben. Vertrauen ist eine unsichtbare, aber mächtige Währung. Diese Dinge sind keine Garantie und kein Versprechen. Aber sie haben sich in jeder großen Krise bewährt. Die Geschichte endet nicht. Sie wiederholt ihre Muster. Die Frage ist nicht, ob sie zurückkehren, sondern wer aus ihr gelernt hat. Lust auf mehr? Dann einfach abonnieren.